Diese Sendung ist gesponsert von gar keinem. Meine lieben Zuschauer, ich empfange euch herzlich und umarme euch virtuell. Ich akzeptiere euch, wie ihr selbst seid. Ich bin nicht wie dein Crush, der dir einen Korb gegeben hat. Und du stehst jetzt in der Friendzone, hältst den Korb und wartest, bis er oder sie wieder Single ist. Meine Lieben, ich empfange euch und halt euch fest, ihr könnt mir alles erzählen. Ich heile eure Schmerzen. Warum, wenn deine Sportgruppe dich als letztes wählt und du das mit jemandem teilen willst, sagst du, das hat mir wehgetan? Warum empfinden wir Schmerzen, wenn wir sozial abgelehnt werden? Mein Lieber, lass mich dir über diese Studie erzählen. Im Jahr 2003 hat Naomi Eisenberger, die Professorin an einer kalifornischen Uni, etwas bemerkt, das für viele Menschen etwas Gewöhnliches war. Aber für sie war das etwas Verwirrendes. Das Ding war einfach, dass die Leute, die abgelehnt wurden, für die Beschreibung ihrer Gefühle Begriffe benutzt haben, die mehr zu physikalischen Schmerzen passen. Egal, ob die Ablehnung bei einem Jobinterview, einer Freundschaftsanfrage oder einer romantischen Beziehung war. Begriffe wie My heart was broken, mein Herz wurde gebrochen oder It was like a slap on the face, es war wie eine Klatsche in die Fresse oder I was hurt, ich wurde verletzt. Die Mehrheit haben das als dramatisch empfunden, aber nicht die Professorin. Naomi hat das anders gesehen. Sie hat in diesen Begriffen Gefühle gesehen, die man nicht direkt beschreiben kann. Und was sie auch komisch fand, war, dass diese Begriffe nicht nur in der englischen Sprache vorhanden sind, es wurden ähnliche Begriffe in denselben Situationen in alle Sprachen der Welt benutzt. Und das veranlasste, dass sie sich selbst fragte, ob es eine tiefere Verbindung zwischen den psychischen und die physikalischen Schmerzen gibt. Und damit die Wurzel des Problems erkennt, hat sie ein Experiment angefangen mit ihrem Kollegen Kiplings-Williams, einem Professor an der Purdue-Universität und noch ein paar weiteren Kollegen. Das Experiment wurde als Studie nachher in dem Science Magazine im Jahr 2003 veröffentlicht. In dem Experiment haben die sogenannte Cyberball-Technik benutzt. Und das lief so ab. Die getestete Person spielte ein virtuelles Online-Spiel. Das Spiel ist sehr einfach. Man muss ein virtuelles Frisbee an andere Spieler werfen. Die anderen Spieler sind alle anonym. Hier, bitteschön. Hier, Dankeschön. Hey, Vorsicht, hey, nein, bitte. Und so weiter und so fort. Das Experiment war, dass nach einer gewissen Zeit die anderen Spieler die getestete Person ausschließen und sich nur noch das Frisbee untereinander zu werfen. Die virtuellen Spieler sind so durch die Forscher programmiert, dass sie nach einer gewissen Zeit die getestete Person ignorieren, damit sich diese Person abgelehnt fühlt. Wo ist diese Person, könnte jemand fragen. Er ist in einem fMRI-Scan-Gerät, damit die Forscher genau sehen können, was in seinem Kopf in diesem Moment passiert. Die Ergebnisse waren ein bisschen erschreckend. Die Forscher haben bei ihm mehr Aktivität in bestimmten Regionen seines Gehirns gefunden, im Vergleich zu den anderen Spielern, die nicht ausgeschlossen wurden. Regionen wie Dorsal Anterior Cingulate und Anterior Insula. Das sind die Gehirnregionen, die aktiv sind, wenn man physikalische Schmerzen spürt. Das heißt, es geschehen dieselben Gehirnprozesse, egal ob man körperliche oder geistige Schmerzen empfindet. Meine Lieben, die Studie ist hier nicht beendet. In 2010 wurde die Studie von Association for Psychological Science fortgesetzt. Die Forscher hier meinten, der Schmerz fühlt sich für einen physikalischen Schmerzen an. Sollten wir den auch genauso behandeln? Okay, dann lass uns probieren, sagten die Forscher. Sie haben eine Gruppe von Freiwilligen gesammelt und diese in zwei Gruppen geteilt. Eine davon hat Paracetamol genommen und die andere Placebo. In anderen Wörtern ein Medikament ohne Wirkstoff. Das Experiment hat 3 Wochen gedauert. Sie haben dann die Ergebnisse der 2 Gruppen verglichen. Die erste Gruppe, die das richtige Schmerzmittel genommen hat, weniger geistige Schmerzen empfunden. Seriously? Ja. Seriously. Die haben weniger Schmerzen gespürt und die Aktivität in den Gehirnschmerzregionen war weniger. Das ist allerdings keine Einladung, bei psychischer Unruhe Schmerzpillen zu nehmen. Drogen machen süchtig. Man muss das davor mit seinem Arzt besprechen. Der Psychiater und Professor in der Kentucky-Uni, Nathan Dewall, meinte, der Urmensch hat sich auf seine Gesellschaft verlassen, um zu überleben. Die Person, die von der Gesellschaft abgelehnt würde, geriet öfter in Gefahr. Es bestand immer die Gefahr, von Wildtieren oder anderen Clanmitgliedern angegriffen zu werden. Man könnte auch krank werden und findet keinen, der sich um einen kümmert. Die meisten, die damals abgelehnt wurden, haben deshalb nicht
überlebt. Und aus diesem Grund wurde diese Gene nicht in die nächste Generation vererbt. Zusammengehörigkeit hat die Menschheit im Laufe des Lebens weiter vererbt und entwickelt. Die Sippe war wie eine Armee, schützen einander, kümmern sich umeinander und lassen keinen Fremden rein. Auch zur Zeit, wir haben Städte aufgebaut, Skylines, von denen man die Spitze nicht mal sehen kann. Wir sehen in einem Tag mehr Fremde, als unsere Uropas in deren ganzen Leben gesehen haben. Trotzdem haben wir viele Sachen von damals geerbt. Ich höre jemanden fragen, was haben wir noch geerbt? Das erfährt ihr in den nächsten Folgen. Pillen zu nehmen hat anscheinend nicht gereicht. Der Surgeon General David Satcher, der US Public Health Service Commission Corps, ein Manifest verkündet, die Ablehnung war der größte Auslöser für die Gewalt bei den jungen Menschen. Sogar größer als Drogenmissbrauch. Opa! Echt jetzt? Okay, hör mal jetzt zu. Es ist größer als die Teilnahme an Straßengangs. Viele Studien fanden heraus, dass die Ablehnung, egal welche, bei den Jugendlichen starke Aggression hervorruft. Wahrscheinlich war einer der wichtigsten Studien die Studie von dem Psychologe Professor Mark Leary in der Duke-Uni von 2003. Er hat ein paar School-Shooting-Fälle in den USA zwischen 1995 und 2001 analysiert, um zu untersuchen, welche Rolle die Ablehnung hier gespielt hat. Überraschend war, dass 13 von 15 Schießer eine soziale oder emotionale Ablehnung kurz davor erlebt haben. Das waren nicht einfache Schmerzen. Viele haben nachher Drogen missbraucht, sich verletzt oder anderen misshandelt. Nicht nur das. Die Ablehnung könnte einen negativen Einfluss auf die Sinnesorgane und intellektuelle Funktionen haben. Der Psychiater Nathan DeWall, ich habe ihn schon vor kurzem erwähnt, bestätigte in einem Artikel von 2011 im Current Direction in Psychological Science Magazine, dass die soziale Ablehnung die Depressionsfälle und Unruhe erhöht und gleichzeitig die geistige Leistung beim Lösen schwieriger Aufgaben mindert. Es mindert auch die Kontrolle über aufgebrachte Reaktionen. All das, weil es eine Schlafstörung auslöst und das Immunsystem beeinträchtigt im Vergleich zu Menschen, die gute menschliche Beziehungen haben. Das, was ich gleich sage, passt auch zu unserem neuen Thema Einsamkeit, worüber wir in übernächste Folge reden werden. Meine Lieben, wenn ihr abgelehnt wird, könnte es sein, dass ihr in der falschen Umgebung seid. Oder ihr braucht eine neue Aktivität im Leben. Etwas, was euch gefällt und nicht den anderen. Etwas, was ihr gut machen könnt. Das hat jede Person in sich. Aber macht's leider nicht jeder. Habt eine gesunde Beziehung mit der Familie. Das spielt eine Riesenrolle in eurem Leben. Bleib nicht alleine. Auch wenn du alleine bleiben willst, hab immer jemanden bei dir, dem du alles erzählst, auch dass du alleine sein willst. Und wenn es einen von euch gibt, der jemanden anderen ablehnt, macht das bitte ohne diesen zu verletzen. Und weißt ihr, was ihr auch machen könnt? Schickt der Person den Link zu diesem interessanten Video, guckt euch alle die letzte Folge noch an, wartet auf die nächste Folge und wenn ihr auf YouTube guckt, abonniert den Kanal.